Dieses Video ist dank der Unterstützung von Radaddle möglich, einer der ältesten Tabletop-Shops in Deutschland. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Sascha und heute sprechen wir über Sand. Willkommen auf unserem Kanal. Heute sprechen wir über Sand, denn in unserem Tabletop-Wargaming-Hobby, aber auch im Diorama- und Modellbau-Hobby brauchen wir immer mal wieder Sand für die verschiedensten Einsatzmöglichkeiten. Wir brauchen es für die Base-Gestaltung, wir brauchen es für den Geländebau, wir brauchen es für den Dioramenbereich und wir haben ganz viele Einsatzmöglichkeiten für Sand, aber es gibt auch jede Menge verschiedene Sorten. Bei mir im Einsatz befinden sich tatsächlich 4 verschiedene Sorten. Die erste Sorte ist der klassische Vogelsand. Ich glaube, den finden wir überall. Vogelsand hat einfach eine sehr schöne Struktur, weil wir einfach verschiedene Bestandteile in dem Vogelsand haben. Wir haben nicht nur Sand damit enthalten in den verschiedenen Körnungen, sondern wir haben auch Muschelfragmente, kleine Kieselsteinchen. Also eignet er sich super für die Base-Gestaltung, weil er von Haus aus eine super Struktur mitbringt. Aber Vogelsand nutze ich auch super gerne im Geländebau, wenn ich ihn nachträglich noch farblich gestalte. Meine zweite Sorte ist der Chinchilla Badesand. Hier haben wir eine sehr feine Sandkörnung. Diese eignet sich perfekt für kleinere Maßstäbe in der Base-Gestaltung, aber auch für kleinere Maßstäbe im Geländebau. Wir können ihn aber auch super im rohen Zustand verwenden, weil er eine sehr schöne lagunenartige Sandfarbe hat. Von daher nutze ich den auch gerne zur Gestaltung von Sandstränden. Meine dritte Sorte ist der klassische Spielsand aus dem Baumarkt. Den kriegen wir in 25 Kilo Gebinden für einen recht guten Preis. Wir haben hier eine sehr grobkörnige Sandstruktur, weil er noch sehr feucht ist, wenn wir ihn kaufen. Das ist auch ein Nachteil. Wir müssen diesen trocknen, aber auch wenn er getrocknet ist, haben wir auch hier eine schöne Sandstruktur und feine Körnung. Diesen kann man ebenfalls gut für die Base-Gestaltung nutzen, für den Geländebau. Wir können ihn bemalen oder wir können ihn auch einfach pur nutzen. Und als vierte Sandsorte ist tatsächlich meine Lieblingssandsorte tatsächlich echter Strandsand. Denn hier haben wir eine sehr schöne Färbung, die von Haus aus mitkommt. Wir haben eine tolle Körnung, sehr feiner Sand, aber wir haben auch immer mal so ein paar Partikel mit enthalten, wie wir es aus der Natur halt auch kennen. Nun müssen wir natürlich den Sand auch irgendwie befestigen. Ich nutze dafür klassischen Holzleim, Weißleim, den ihr überall bekommen könnt. Das ist auf jeden Fall für die erste Befestigungsstufe, nenne ich es jetzt einfach mal. Wir tragen Weißleim auf, streuen unseren Sand da drauf, wo wir ihn brauchen. Gerade in der Base-Gestaltung ist es ja oft so, dass wir den auch wieder gerne abschütteln. Aber ich arbeite auch gerne mit etwas dickeren Schichten Sand. Natürlich müssen wir dann einen weiteren Klebstoff mit hinzufügen, den wir von oben auftragen, damit sich auch wirklich diese Sandschichten wirklich befestigen. Da reicht nicht nur der Bastelleim, weil der ist nur für die unterste Schicht tatsächlich da. Also brauchen wir weitere Befestigungsmaterialien. Und hier kommen nun die verschiedensten Fixiersprays zum Einsatz. Meistens ist es immer irgendwie so eine Art Wasser-Leim-Gemisch. Das kann man sich selbst herstellen. Das geht auch sehr gut. Das heißt, wir nehmen ein bisschen Weißleim, machen ein bisschen Wasser dazu. Ich nutze gerne auch ein bisschen Spüli oder auch einen Glasreiniger, um einfach noch ein bisschen die Oberflächenspannung des Wassers zu brechen. Wir müssen aber zusätzlich Isopropanol nutzen, um das wirklich richtig aufzubrechen. Das ist so mit die billigste Variante und dann haben wir natürlich im Handel die verschiedensten Fixierer, die wir aber auch gleich nochmal ausgiebig erklären. Ich habe aktuell 4 Stück hier im Hause, die ich immer mal abwechselnd verwende. Wir haben unser eigenes Fixierspray, dabei handelt es sich um ein Acrylharz. Wir haben hier das Scenic Cement von Woodland Scenic. Das nutze ich tatsächlich eigentlich gar nicht mehr, habe ich früher oft genutzt, aber tatsächlich gar nicht mehr, weil ich andere Möglichkeiten noch gefunden habe. Dann haben wir von Geek Gaming noch das Matte Scenic Sealant Spray, was auch ein sehr gutes Produkt ist, weil der Sand dadurch nicht dunkler wird. Das haben wir tatsächlich bei einigen Fixiersprays haben wir das und auch bei einem Wasser-Leim-Gemisch. Und wir haben den Gravel & Sand Fixer, ist mit das teuerste Produkt, aber meiner Meinung nach auch das beste Produkt. Ich habe mit den verschiedensten Sandsorten und den 2 verschiedenen Fixiersprays mal einen Test gemacht, um zu gucken, okay, was wird jetzt eigentlich verfärbt sich dunkler und was bleibt in seiner Naturfarbe. Wir haben die verschiedenen Sandsorten und ich habe unser hauseigenes Fixierspray genutzt und den Gravel & Sand Fixer. Denn der Gravel & Sand Fixer ist mit eines der Produkte, was euren Sand überhaupt nicht mehr verfärbt. Das heißt, wenn ihr den Sand auftragt, dann wird der natürlich durch die Feuchtigkeit erstmal dunkel. Wenn der komplett ausgetrocknet ist, dann kriegt es wieder die Ursprungsfarbe zurück. Das haben wir bei Weißleim und auch bei anderen Produkten ist das oft nicht der Fall, sondern es bleibt einfach dunkler. Und hier habe ich einen kleinen Test gemacht und wir sehen hier kaum einen Unterschied. Also unser Fixierspray ist tatsächlich auch sehr naturgetreu. Einziges Manko, es glänzt.
Weil das ist ein Acrylharz und wir sehen es hier, gerade wenn ich jetzt hier von der Seite gucke, wir haben eine glänzende Oberfläche. Das ist so ein bisschen der Nachteil. Man kann das natürlich im Nachgang noch mit einem Mattlack besprühen, dann haben wir diesen Glanz natürlich auch entfernt. Aber es ist auf jeden Fall eine günstigere Methode. Aber es kommt halt auch immer auf die Fläche drauf an, die ihr verwendet. Ne? Wenn ihr jetzt Base-Gestaltung macht, würde ich immer zu einem Gravel Sand Fixer einfach greifen, weil der sich einfach super verteilt. Und gerade im Geländebau nehme ich halt solche Sprays. Kommen wir jetzt auf das Spannendste. Der Preis. Der ist natürlich immer entscheidend und gerade bei den ganzen Sandsorten haben wir auch kleine Unterschiede. Wir haben natürlich nicht nur die Sandsorten, die wir im Baumarkt oder im Tierbedarf kaufen können. Nein, wir haben ja auch auf dem Tabletop-Markt schon fertige Mischungen. Egal, ob das nun hier Geek Gaming ist, Crowdcover, Army Painter, Games Workshop. Alle haben ihre eigenen Sandsorten und auch auf die haben wir so ein bisschen Rücksicht genommen. Fangen wir mit dem Vogelsand an. Der Literpreis liegt etwa bei 35 Cent. Der Chinchilla-Sand ist etwas teurer. Da liegen wir tatsächlich pro Liter bei 70 Cent. Der Spielsand ist unschlagbar. Da liegen wir bei einem Literpreis von 17 Cent. Und jetzt kommen wir zu den ganzen fertigen Mischungen. Geek Gaming, Crowdcover, Army Painter, GW, wie sie nicht alle heißen. Haben wir mal so einen Durchschnittspreis errechnet und jetzt haltet euch fest, da liegen wir bei einem Literpreis von 35 Euro. So, und jetzt könnt ihr selbst mal entscheiden, wo ihr demnächst euren Sand kauft. Ich glaube, es ist immer die günstige Alternative, in den Baumarkt zu fahren und sich einfach einen Eimer Sand zu holen. Gerade Vogelsand kriegt ihr auch in etwas kleineren Gebinden. Klar, Spielsand kriegt ihr nur in großen Gebinden. Chinchilla-Sand kriegt ihr auch in kleineren Döschen, gerade auf Amazon zum Beispiel, habe ich neulich auch erst wieder gekauft. Da gibt es so 500 Milliliter Gebinde. Das funktioniert auch ganz gut. Und falls es sich wirklich nur um ein paar Bases dreht, die ihr gestalten müsst, naja gut, dann müsst ihr vielleicht doch mal auf eine fertige Mischung zurückgreifen. Was wir jetzt fast vergessen hätten, ist der Strandsand. Denn der Strandsand ist aber Achtung, da müsst ihr ganz, ganz vorsichtig sein, denn in vielen Ländern ist es absolut verboten, Sand mitzunehmen. Und das kann richtig heftig bestraft werden, bis zu 1500 Euro tatsächlich in einigen Ländern, wenn ihr da erwischt werdet, Strandsand zu klauen. Jetzt wollt ihr aber eine bestimmte Sandsorte haben, die einen bestimmten Farbton hat. Der Vogelsand ist euch irgendwie zu, der Chinchilla-Sand ist euch irgendwie zu hell, aber Chinchilla-Sand ist irgendwie total gut von der Körnung, weil der so fein ist. Aber warum? Der ist ja fast weiß. Kriegen wir das eigentlich auch eingefärbt? Kriegen wir. Natürlich, ganz klar. Wir können ihn natürlich bemalen, trockenbürsten, Standardprozedur. Aber wir können tatsächlich unsere Sandarten auch einfärben. Und wie das geht, zeigen wir euch jetzt. Zum Einfärben von Sand kann man super Pigmente verwenden. Ihr wollt einen klassischen Maßboden erzeugen? Naja, dann schnappt euch doch einfach ein paar rötliche Pigmente und ein paar dunkelrote und dann mischen wir das Ganze zusammen. Wenn euch das jetzt noch nicht intensiv genug ist, könnt ihr ja jederzeit nachregulieren. Und wir haben klassischen Maßboden erzeugt. Ihr seid mit euren Miniaturen auf Fuerteventura unterwegs? Kein Problem. Schwarze Vulkanerde. Schwarze Erde und ich glaube, damit lässt sich auch hervorragend ein schöner Asphaltboden zaubern. Aber wir können natürlich auch einfach einen Braunton erzeugen. Ein Braunton für verschiedene Fußwege zum Beispiel. Und somit könnt ihr jegliche Arten und Farben von Pigmenten nutzen, um eure Sandsorten einzufärben. Und jetzt habe ich noch einen absoluten Geheimtipp für euch und zwar Flex Fugenbund. Das nutzt man normalerweise, um halt seine Fugenmasse für Fliesen anzurühren. Und da gibt es verschiedene Farben tatsächlich. Inzwischen richtig viele Farben. Ich habe hier zum Beispiel einen beige Sandton. Wenn ihr das mit in euren Sand einrührt, dann könnt ihr erstens mal euren Sand auch einfärben zusätzlich. Zweite gute Sache ist, das Zeug wird bombenhart. Da braucht ihr nicht mal mehr so ein Fixierspray. Da reicht tatsächlich schon einfach nur reines Wasser mit bisschen Isopropanol und dann wird das Zeug steinhart wie Beton. Also das kann man auch super im Geländebau verwenden. Und zum Schluss wieder die Frage an euch, was nutzt ihr für Sandsorten? Auf was greift ihr zurück? Nehmt ihr Fertigmischungen, nehmt ihr auch aus dem Baumarkt, aus dem Tierbedarf? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Welche Fixierer haben euch bislang überzeugt? Schreibt das ebenfalls gerne mal in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns zu einem nächsten Video hier auf dem Kanal. Schaut gerne mal in die Videobeschreibung bei unseren Partnern vorbei. Und ich sage danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss.